Die Tauchplätze in der Nähe von Donggala im Zentrum der indonesischen Insel Sulawesi sind in Deutschland kaum bekannt. Dabei ist dieses Tauchziel für indonesische Verhältnisse relativ leicht erreichbar. Die meisten Besucher reisen von Europa nach Bali und fliegen dann weiter nach Palu auf der Insel Sulawesi. Nach einer Autofahrt von knapp 2 Stunden ist man schon am Ziel, dem Prince John Dive Resort am Tanjung Karang, dem Korallenstrand an der äußersten Westspitze der Palu-Bucht. Im Prince John Dive Resort ist man in luftigen Bungalows direkt oberhalb der Küste gut untergebracht. Bar und Restaurant befinden sich direkt am Sandstrand. Hier ist auch die gut ausgestattete Tauchbasis. Schauen wir uns also einmal an, was dieses Tauchresort unter Wasser alles zu bieten hat. Nach der Begrüßung durch diesen freundlichen Kugelfisch geht es los und wir folgen einer Schildkröte, die über das Korallenriff schwimmt und nach Fressbarem sucht. Die Hart- und Weichkorallen machen einen gesunden Eindruck. Zwischen den Korallen trifft man immer wieder auf große Sepia, die sich farblich optimal an ihre Umgebung anpassen können. Muränen schauen aus Spalten im Riff und lassen sich von Putzergarnelen pflegen. Beim Besuch mehrerer vorgelagerter Atolle kann man regelmäßig Schwarzspitzenriffhaie beobachten.
Die neugierigen und überaus wendigen Tiere patrouillieren längere Zeit um uns herum und verschwinden dann ganz schnell wieder. Wir setzen unsere Erforschung der Korallengärten an der Westspitze der Palu-Bucht fort. Im September 2018 gab es in der Palu-Bucht nach einem Erdbeben einen schlimmen Tsunami. Über 4000 Menschen starben. Das Erdbeben und der Tsunami haben unter Wasser glücklicherweise nur geringe Schäden hinterlassen. Wir setzen unsere Suche nach interessanten Meeresbewohnern fort. Im Geröll hat sich ein Brunnenbauer vergraben und schaut sich mit großen Augen um. Hier starkt ein bizarrer Skorpionfisch durch den Sand, und etwas weiter haben sich Blaupunktrochen im Sand vergraben. Dieser Langnasen-Büschelbarsch beobachtet misstrauisch einen weißen Schaukelfisch, auch ein Vertreter der großen Skorpionfischfamilie. Diese in vielen Farben vorkommenden Lauerjäger imitieren ins Wasser gefallenes Laub und schnappen sehr schnell zu, wenn sich ihnen ein kleiner Fisch nähert. Der Krokodilfisch macht das übrigens genauso. Nur seine drehbaren Augen bewegen sich. Selbst Liebhaber von Wracks kommen in Donggala auf ihre Kosten. Seit über 70 Jahren liegen im eher trüben Wasser vor dem Hafen von Donggala mehrere Wracks in der Tiefe. Weiter in der Bucht oder bei Nacht auch am Hausriff gibt es mehrere Tauchplätze mit weiteren bizarren Unterwasserbewohnern. Seepferdchen sind hier zu Hause und auf einer Anemone tanzen Garnelen herum. Nur ein paar Flossenschläge weiter sitzt ein wahres Monster im Sand. Ein großer Anglerfisch hat sich hier positioniert.
Er reagiert sichtlich genervt auf uns Taucher. Eine Schwammkrabbe starkst vorbei und eine Spinnenkrabbe in der Nähe ist kaum von Algen zu unterscheiden. Jetzt setzt unser Jagdfieber erst richtig ein. Auch in Weichkorallen und hier auf einer Seeanemone sind weitere Krabben zu finden. Auch Schneckenliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Sie überraschen uns immer wieder mit ihren grellen Farben.